So third chakra is basically the willpower that gives the force that gives our life energy direction through willpower. Und das dritte Chakra ist also die Willenskraft, diese Kraft, die unserer Lebensenergie durch Willenskraft ihre Richtung gibt. Will to have a will is basically in order to form a will within us, we need to overcome our inner urges and the external pressures. And because we want to achieve a certain goal. Um einen Willen zu haben, müssen wir unser inneres Verlangen und den Druck von außen überwinden, weil wir ein bestimmtes Ziel haben. To have a will means to be able to gather all different parts of our being into one thing, into one and only focus. Einen Willen zu haben bedeutet, all die verschiedenen Teile unseres Wesens zusammenzubringen in eine einzige Kraft hinein. You know, the teacher Gurdjieff, he used to teach that people actually don't really have a self, they don't even have a soul, so naturally they cannot have a true will. Der Lehrer Gurdjieff hat gelehrt, dass die meisten Menschen keinen Willen haben und keine Seele. They don't have a will and a soul. And therefore, no, they don't have a self and the soul, and therefore no will. Sie haben kein Selbst und keine Seele und deswegen auch keinen Willen. You have to truly exist and to truly be an integrated being in order to manifest a will. Man muss tatsächlich existieren, man muss da sein und ein ganzheitliches, integriertes Wesen sein, um einen Willen zu haben. So the great question of the third chakra is, how much willpower do we possess? Die große Frage des dritten Chakras lautet also, wie viel Willenskraft haben wir? What is the level of our ability to harness the life force for the sake of long distance purposes? Und wie stark ist unsere Fähigkeit, die Lebenskraft zu nutzen und auf ein bestimmtes Ziel auszurichten? But also, do we overuse this ability of willpower and the ability to harness the life force? Because this is also possible. Aber auch die Frage, benutzen wir diese Fähigkeit, diese Willenskraft zu sehr und diese Fähigkeit, die Lebenskraft aus uns rauszuziehen? So we are now starting to get the main issue of the third chakra. It's the issue of power. Und wir können also uns jetzt dem Hauptthema des dritten Chakras nähern oder dem Hauptproblem, und zwar ist das die Frage nach Macht. The level of our presence and the level of our individual power. Das ist das Maß unserer eigenen Präsenz und unserer individuellen, persönlichen Macht. Now the third chakra is related, is linked to the area, as we said at the beginning, to the area of the solar plexus and the upper belly, which is basically it resides just in between the umbilicus and the solar plexus. Und das dritte Chakra befindet sich, der Bereich des dritten Chakras befindet sich, wie wir schon vorher gesagt haben, im Bereich des Oberbauches und des Solarplexus, also genau in dem, über dem Bauchnabel. And basically it governs all the digestive system, which includes the stomach and the liver and the pancreas and the bowels. Und es steuert das gesamte Verdauungssystem, also den Magen, die Leber, die Bauchspeicheldrüse und den Darm. So in this context, the third chakra is also the digestive system of the psyche. Und so gesehen ist das dritte Chakra das Verdauungssystem der Psyche. It assimilates all the different energies of life that enter us and directs them to wherever they should go. Und es nimmt all die verschiedenen Energien im Leben auf und richtet sie dahin, gibt ihnen die Richtung, dahin, wo sie hingehen sollen. And at the same time, it removes
and neutralizes all kinds of pressures and negative stimulations. Und gleichzeitig entfernt und neutralisiert es alle möglichen Formen von Druck und negativen Reizen. So it's like it digests the energies and it removes the toxins. Das heißt, es verdaut quasi die Energien und entfernt die Giftstoffe. So basically the third chakra is like can be seen as metaphorically as the shield of the psyche. So it's also connected with our level of individual power. If we are powerful enough, we can shield ourselves from pressures, powerful pressures and negative stimulations. Und das dritte Chakra ist also so etwas wie der Schutzschild unserer Psyche. Und es hat damit zu tun, es hat natürlich wieder mit unserer persönlichen Macht zu tun. Denn je mehr Macht wir besitzen, desto mehr können wir uns vor anderen Einflüssen schützen. So you can imagine that if we have a very weak power in the third chakra, then whatever negative energy we encounter enters powerfully into us. We become unable to defend ourselves. Und ihr könnt euch vorstellen, dass wenn man ein schwaches drittes Chakra hat, dass dann alle Kräfte von außen einfach eindringen können, weil wir uns nicht verteidigen können. It's very important to make the distinction here between power and force. Macht and Kraft. Ja, es ist sowas wie gewaltsame Kraft. Ja. Also Macht und Gewalt quasi. what is the difference? There's no direct translation, so it's Macht and I call it Gewalt or Kraft. Okay, Gewaltsame Kraft, ja. it sounds good to me. I I'm don't glad. know. Huh? I'm glad. I confirm. Okay. Power is basically the raw material of the energy. It means that it's a presence and a raw material. While force is when we take that power and we put it into use. Okay? When we direct it towards a certain aim. Also Macht ist quasi die Energie an sich, die Präsenz dieser Energie und ja, Gewalt passt doch nicht so gut. Kraft, ja, okay, ist bedeutet, dass wir diese Energie ausrichten, dass wir sie benutzen. So the question here is how much individual power we feel we possess. Do we suffer from a feeling of a general weakness? But I'm not talking here about a physical weakness, because physical weakness is connected to the second chakra. I'm talking about a feeling of inability to use power and to manifest willpower. Die Frage ist also wirklich, wie viel individuelle Macht wir haben und ob wir uns innerlich schwach fühlen. Und dabei geht es nicht um eine körperliche Schwäche, die würde zum zweiten Chakra gehören, sondern es geht darum, wie sehr wir die Fähigkeit spüren, dass wir unsere Willenskraft einsetzen können, dass wir Dinge verwirklichen können. Or perhaps we abuse the power. We suffer a sense of too much power and we turn it into too much force. Oder vielleicht missbrauchen wir diese Macht und wir haben das Gefühl, dass wir zu viel davon besitzen und dann wandeln wir sie in Kraft um oder in dem Fall doch Gewalt. And there are three possible uses of power in life. One is power over our inner energies. The second is power over life, and the third one is power over others, over other people. We'll now open these three layers up. Es
Es gibt 3 Ebenen der Macht. Das eine ist die Macht, die wir über unsere eigenen inneren Energien und Kräfte haben. Das zweite ist die Macht dem Leben gegenüber und das dritte ist Macht über andere Menschen.